Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie soll das anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Und heute spielen wir mit Smokey und mit Viking. Und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann dürft ihr auch sehr gerne ein Abo dalassen. In der letzten Zeit ging es drastisch nach unten. Ich sag's euch, alle undankbar geworden. Jeder Einzelne. Aber gut, okay. Wenn ihr wieder goldene Zeiten sehen wollt, dann lasst einfach ein Abo da, okay? Vielen Dank. Ich habe eine Idee für meinen Ideenhaufen an Ideen, die wahrscheinlich nie umgesetzt werden oder schnell wieder verworfen werden. Und zwar dachte ich für den unwahrscheinlichen Fall, dass es vielleicht mal neue Leute geben sollte, die Tanky spielen oder alte Leute, die wieder zurückfinden und sich auf einmal in einem Spiel befinden, was nur noch in der Basis mit dem von vor 10 Jahren zu tun hat, befinden, dass die vielleicht einen guten Einstieg bekommen, und zwar in Form von Kurzvideos, wo ich halt so im Grunde meine Gedanken, meine Ideen und so weiter, Tipps, Tricks wiedergebe. Auch wenn ich natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe wie sonst was und ihr mich natürlich auch immer regelmäßig auf Sachen hinweist, aber so im Allgemeinen dachte ich, vielleicht ist das ja nicht so schlecht. Also zum Beispiel, wenn die Frage kommt, okay, ich habe jetzt hier einen neuen Account, was sollte ich machen? Ne? Auf was sollte ich mich konzentrieren? Weil ich möchte halt irgendwie nicht nur eine mittelmäßige Garage, sondern eine, die halt mithalten kann. So, da wäre zum Beispiel für neue Accounts meine Antwort: Naja, guck dir mal erstmal alles an, ne? Schalte jede Waffe frei, jeden Untersatz, spiel mal mit allem und guck, was dir so gefällt. Und dann, wenn du herausgefunden hast, welche 2 Untersätze und welche 2 Waffen dir gefallen, dann konzentriere dich halt zum Beispiel nur auf die. Später könnte man halt schauen, okay, für was habe ich denn bessere Variation? Ihr kennt das Thema, ne? Aber solche Sachen halt. Oder welche Events lohnen sich und welche nicht und was muss man beachten und alles Mögliche. Ne, solche Sachen. Und das halt in kurzen, knackigen Videos verarbeitet. So, das ist jedenfalls die Idee. Wenn ihr aber gleich irgendwelche konkreten Vorschläge habt, dann dürft ihr die natürlich auch sehr gerne mir mitteilen. Alles kein Problem. Ich frage mich, warum ich immer wieder im Verliererteam bin. Das Matchmaking ist wirklich gnadenlos zu mir. Zum Thema Matchmaking. Es gibt eine Idee. Ich habe mich jetzt mal mit der ein bisschen vertraut gemacht. Also da erstmal danke, dass mir das näher gebracht wurde. Und zwar eine Idee. Ja, das ist jetzt nichts, also das ist nicht etwas, was nächsten Monat oder so kommt. Das ist eine Idee. Darüber kann man mal diskutieren. Ne? Die kommt auch nicht von mir. Ja? Also ich habe sie gefunden und darüber möchte ich reden, weil wenn es so käme, wenn das im Spiel so ist, wäre das ich sag mal, ein Mehrgewinn. Und Tipp 3. Wenn du siehst, dass irgendwo eine Bombe hochgeht, dann fahr zurück. Versteck dich. Okay. Ich hab die echt zu spät gesehen. Naja. Jedenfalls, es geht um Clans, es geht um Ranked Matches, ja, um Ranglistenspiele. Für Clans. Nicht nur für einzelne Spieler, sondern für Clans. Und die Idee dahinter ist, dass es jetzt nicht komplett am Stück, also 24/7 zur Verfügung steht, sondern wahrscheinlich zu Zeiten, in denen viele Spieler online sind. Ja, so dass halt auch die Schlachtsuche dann hoffentlich beispielsweise abends dann eventuell nicht so lange dauert und einfach mehr Leute aus einem Clan entsprechend online sind, damit halt auch diese entsprechenden Partien gebaut werden können. Dann soll es halt ein Capture the Flag Modus geben, 6 gegen 6. Aber die Spieler sind halt jeweils von einem Clan, also pro Team ein Clan. Ja, es tritt Clan gegen Clan an und dann halt jeweils 6 Spieler von denen. Ne, wenn ein Clan mehr als 6 Spieler hat und also beispielsweise suchen gerade 30 Leute aus einem Clan ein Spiel, ja, über diese extra Clansuche, dann werden halt entsprechend auch mehr Schlachten halt mit diesen Leuten geführt. Ne?
Also es ist jetzt nicht so, dass es dann halt heißt, ja, Pech gehabt, du bist jetzt hier Auswechselspieler, du musst warten, bis einer rausgeht, sondern dann landest du halt in einem anderen Spiel gegen einen anderen Clan. Ne? Aber Hauptsache Clan gegen Clan spielt dann. Und dann wird halt geschaut, ja, wer gewinnt, wer verliert, und dann wird halt entsprechend die Clan-Wertung entweder nach oben oder nach unten korrigiert. So dass man halt also wirklich so ein Rangsystem hat, um zu schauen, welcher Clan denn, sage ich mal, der Beste ist, ja, oder welcher Clan schlecht ist. Clans können dann halt eben von 6.000 bis 6.000 Spieler, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Platz haben für Spieler. Also abgesehen davon, dass wahrscheinlich nur Bots sich in einem Clan befinden, der 6.000 Spieler hat. Aber ja, theoretisch, also da ist halt Platz, ne? Und da kann halt ein bisschen was passieren. Um halt einfach da einen Wettkampf mit reinzubringen. Weil ansonsten, also jetzt für mich persönlich, ja, wenn ich jetzt die 3.000 Rubine hätte und ich wüsste ansonsten nicht, was ich mit denen machen sollte, ja gut, okay, dann würde ich wahrscheinlich einen Clan erstellen. Die Frage ist halt, aber bringt der mir was? Um ehrlich zu sein, mit diesem Ranglistensystem für Clans würde mir der jetzt persönlich auch nicht viel bringen, weil, ja gut, man könnte halt natürlich dann, also ich meine mal, abends mal eine Runde spielen, warum denn nicht? Ja, und dann halt mit Leuten aus dem Clan, ja, warum denn nicht, ne? Aber, da muss man halt erstmal genügend Leute finden, ja. Und es müssen ja dann halt auch 6 Leute, also hoffentlich, ja, sollten dann auch 6 Leute entsprechend Zeit haben, ja, um halt dann da antreten zu können. Und ansonsten, ja, nach einer Saison, nach einer Season könnte es dann halt natürlich für den besten Clan eine Farbe oder sowas geben. Ne? Also Belohnungen wären da halt auch mit am Start. Aber im Prinzip, auch wenn es mir, wie gesagt, ne, jetzt persönlich nicht viel, sage ich mal, bringt, ist es für das Ökosystem der Clans doch gar keine schlechte Idee, dem Ganzen halt ein bisschen Mehrwert zu geben. Für das, was man halt am Ende erstmal zahlen muss, um einen Clan überhaupt eröffnen zu können. Ne? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt halt hier einen Clan machen will, ja, dann kostet mich der ganze Spaß 3.000 Rubine. Das ist schon nicht wenig. Ne? Und wenn dann sowas hinzukäme, wäre das schon sehr verlockend. Ja? Für Clans heißt das natürlich aber auch, also ich meine mal, jetzt ist es mehr so ein, weißt du, da lädt dich halt vielleicht irgendjemand ein in einen Clan, dann bist du drin und das war's. Okay, es gibt halt einige, die gucken halt aktiv, wen haben wir da drin und wer passt halt nicht mehr zu uns, also weil er halt vielleicht eine viel zu schlechte KD hat oder so, ne, oder keine Ahnung, ja. Den schmeißen wir wieder raus. Oder aber, das ist halt egal, weil das sowieso alles keinen Einfluss hat. Das ist halt, also, ne, das ist ja einfach nur so da. Ist es auch egal, dann kann man die Leute behalten. Ja, aber wenn man jetzt halt, sag ich mal, nach oben möchte, ne, wenn man halt also einen Top-Clan aufbauen will, dann wäre man da natürlich halt entsprechend auch gezwungen, schlechte Spieler rauszuschmeißen. Aber so ein System oder sag ich mal, so eine Vorgehensweise gibt es ja aber auch in anderen Spielen. Dass du halt einen Hauptclan hast, ja, der halt so gesehen die Elite beinhaltet. Also wenn wir jetzt halt von einem großen Clan sprechen. Dann hast du aber halt noch diese ganzen Anwärter-Clans. So, ne? Wo du halt, also wo halt dann die reinkommen, die es halt nicht geschafft haben in den Hauptclan, ja. Aber wo man halt vielleicht sagt, ja gut, ne, die könnten halt im Zweitclan trotzdem Platz finden, ja, so im Nachwuchsteam, wenn man es so möchte. Ja, oder dass man dann halt natürlich dann eben entsprechend untereinander tauscht. Weißt du, der eine geht halt raus in den Nachwuchs rein und der andere zieht halt dafür dann entsprechend eine Ebene weiter höher. Ja, weil wenn du jetzt halt schlechte Spieler sammelst, ne, und die machen halt bei solchen Ranglistenspielen mit, ja, sagen sich halt, oh, gut, ne, jetzt ist hier irgendwie so ein großer Knopf, Clan gegen Clan, drücke ich drauf, dann spiele ich da mal eine Runde und ich kann halt nichts. Ja, und man verliert am Ende durch diese Person. Leidet natürlich die Clanwertung darunter. Ne?
Das heißt also, man ist da vielleicht dann auch angehalten, dann schlechte Spieler aus dem Clan zu werfen. Muss natürlich dann jeder für sich selber entscheiden. Also ne, die Leute im Clan, ob sie halt das so machen. Aber wenn du halt natürlich Ambitionen hast, dann versuchst du halt natürlich nur die guten Leute bei dir zu halten und alle, die es halt nicht schaffen, ja, die halt nicht die Leistung, sage ich mal, erbringen. Wir reden hier noch immer von Tanky Online, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, die fliegen dann halt einfach raus. Ne? Ja, also hätte ich grundsätzlich Lust darauf, naja, vielleicht, wenn ich halt wüsste, sagen wir mal 12 Leute oder so interessieren sich dafür. Also 11 Leute plus meine Wenigkeit, ja, macht dann 12. Würden sich dafür interessieren und hätten halt auch die entsprechende Ausrüstung. Ja, dann könnte man es halt versuchen. Also mit entsprechender Ausrüstung meine ich jetzt nicht unbedingt, du musst halt alles komplett voll verbessert haben, aber ich sag mal, du solltest halt schon wichtige Sachen halt voll verbessert haben. Ne? Also es bringt halt nichts, wenn halt ich jetzt mit komplett ausgebauter Garage rumfahre und dann haben wir einen, der hat gerade mal so MK4 oder, ne? Also es braucht halt ein Mindestniveau, aber hätte man da vielleicht dann 12 Spieler, die man vereinen könnte, kann man es halt probieren. Ne? Ob man, also man muss jetzt nichts anstreben, aber ich meine halt einfach so in so einen Wettkampfmodus zu haben, warum denn nicht? Ne? Wie gesagt, aber das ist halt jetzt erstmal nur eine Idee. Ne? Aber würde dem Spiel, denke ich mal, gut tun. Denn man muss halt ja auch sehen, also was ist denn, wenn du jetzt halt alles voll verbessert hast? Also was machst du dann? Ja, also entweder kriegst du halt noch immer eine blutige Nase, weil es halt einfach Leute gibt, die, auch wenn du alles voll verbessert hast, die haben halt einfach die besseren Variationen und ziehen dich damit ab. Aber ich meine, wenn du jetzt halt ganz oben angekommen bist, du gehörst zu dieser prestigeträchtigen Tanky-Online-Elite, was machst du dann? Vielleicht als nächstes Ziel eben versuchen, mit einem Clan irgendwie, sage ich mal, in die Top 3 zu kommen oder so. Ja? Oder die Top 10 zu stürmen. Was weiß ich. Das könnte ja halt ein Ziel sein, was sich dann einige Leute setzen, nachdem sie im Grunde, sage ich mal, Tanky Online in der Garage durchgespielt haben. Ja? Alles verbessert, was man verbessern kann. Alles an Variationen bekommen, die man bekommen kann. Und was jetzt? Ne? Vielleicht den nächsten Legende-Rang, Legende 335, wer weiß. Ja? Aber abseits davon, eventuell halt sowas. Ne? Also deswegen, ich finde die Idee gar nicht mal so verkehrt. Kann man halt nur hoffen, dass dann sowas auch kommt. Ja? Aber prinzipiell, ich bin offen für sowas und würde, denke ich mal, dem E-Sport an dieser Stelle auch ein bisschen gut tun. Es gibt ja Tanky E-Sport, falls ihr das nicht wusstet. Es gibt Tanky E-Sport. Ja, dazu gibt es ja auch immer Events. Aber ich meine, jetzt auf so einer Ebene, warum denn nicht? Ne? Du könntest halt natürlich über so ein System halt auch entsprechend Qualifikation und alles Mögliche abbilden, ja, für die großen Meisterschaften in Tanky Online. Kann man machen, ja. Es gibt ja genug Clans. So ist es ja nicht, ne? Und dann kannst du es halt eben einfach über Qualifikation handhaben, ja. Auch hier wieder einfach ein extra Button. Und da müsste man natürlich dann vielleicht sagen, Unterscheidungen, ne? Also jetzt in einem Wettkampf selber, da sollte man natürlich nicht zusammengewürfelt dann spielen, sondern da müsste es halt natürlich dieses Kernteam geben, ja, was dann halt immer antritt. Aber ich meine, in der Qualifikationsphase selber kann es natürlich sein, dass man sagt, du musst halt einen gewissen Punktestand erreichen, ja, damit du dich halt dafür qualifizieren kannst, erst einmal. Ja. Und vielleicht muss auch der Clan schon ein bisschen länger existieren, also dass man nicht jetzt so Clans ab Tag 1 reinnimmt in sowas, ne, sondern dass man halt sagt, ja, Pech gehabt, dann musst du halt warten bis zum nächsten Turnier, ne, wenn dein Clan noch zu jung ist. Aber das könnte halt natürlich über so ein System gemacht werden, also so Qualifikation und dann diese, ja, sag ich mal, Vorrunden oder so, die kann man dann halt natürlich weiterhin mit festen Teams machen. Da komme ich leider nicht mehr ran. Ja, schade. Schade. Hätte ich Beschleunigung direkt gehabt, wäre es wahrscheinlich was geworden. Aber gut, egal. Die paar Kristalle, die sind mir jetzt auch egal. Aber gut, ich find's spannend. Ja, ich find's spannend. Eure Gedanken dazu? Haut sie rein in die Kommentare.
Ja, aber bei solchen Sachen, ja, ich bin erstmal interessiert. Ja? Da muss man sich halt natürlich angucken, wie das dann halt am Ende des Tages dann konkret umgesetzt wird. Aber so im Allgemeinen finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, dieses ganze Clan-Thema ist halt schon gefühlt, seit es Tenki gibt, irgendwie stiefmütterlich behandelt worden. Und es gab auch nie so den zentralen Punkt. Wer sich noch an früher erinnern kann, also das ist schon einige Jahre her, ja. Aber damals, in der guten alten Zeit, da gab es ja Clans, es gab ja diese Junior-Teams oder wie die hießen, ne? Aber das alles, worüber wurde das gemanagt? Übers Forum. Ja. Es gab halt nicht diese ins Spiel integrierte Lösung für diesen Aspekt des Spiels, sondern einfach dieses, na gut, du hast eine Seite im Forum, da kündigst du an, dass du jetzt einen Clan hast, du schreibst den Namen rein und dann hast du halt eine Mitgliederliste, die du da pflegst, wo du halt einfach nur die Namen reinschreibst und Leute, die halt Mitglied sind, müssen das dann halt bestätigen, indem sie halt da reinschreiben, dass sie jetzt halt dazugehören, ne? Also, ja. Ist halt, sag ich mal, sehr, sehr einfach umgesetzt, das Ganze. Und ansonsten halt, wenn du irgendwelche Kämpfe gegen andere Clans hast, dann postest du da Screenshots rein und so weiter und so fort. Ne? Also im Grunde, du baust dir da deine Historie über so ein Forum-Thread auf. Ja, gut, kann man machen, ne? Es gab ja aber auch noch eine andere Zeit. Da war, finde ich persönlich, das E-Sport-Thema in Tenki größer. Aber auch hier wieder das Problem, da gab es offiziell Turniere, ja, die fanden regelmäßig statt. Also ich meine mal, jetzt gibt es halt natürlich auch noch regelmäßig Turniere, ne? Aber es war damals die gute Starladder-Zeit, die war schon ein bisschen anders. Ja? Und da gab es halt immer irgendwelche Turniere geführt, ne? Und da konntest du halt auch wieder dein Clan dort erstellen, also nicht jetzt übers Forum. Also das hätte, ja gut, hätte wahrscheinlich nicht existieren müssen, aber man hatte halt erstmal seinen Forum-Beitrag dazu, ne? Und dann halt sein extra Team dort und hat dann sich halt, ja, eintragen lassen können für irgendwelche Turniere und da halt teilnehmen können. Und dann musstest du halt da auch wieder erstmal die Kommunikation mit dem Gegner erstmal irgendwie herstellen, ne? Den halt irgendwo anschreiben. Damals war es hauptsächlich, glaube ich, über Skype. Halt anschreiben, hallo, hier, wir sind dein nächster Gegner oder so und wann passt es dir denn, ne? Halt irgendeine Uhrzeit ausgemacht und dann hat man halt eine Schlacht erstellt, die Einladung verschickt und ja, dann ging es halt los. Oder auch nicht, ne? Vielleicht haben sie sich halt auch nicht gemeldet. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann ging es halt, und dann, ne, hast du halt dann hin und her. Du musst halt Screenshots erstmal machen, ja, die halt belegen, wer gewonnen hat. Ne? Du trägst dann halt die Runden da ein. So, ich glaube, der Gegner musste das bestätigen. Wenn er es nicht bestätigt hat, dann musstest du halt entsprechend dann halt ja, den Support irgendwie kontaktieren oder melden oder was auch immer. Also jedenfalls, irgendjemand musste dann halt bestätigen, ja, okay, gut, dann ist es halt so, auch wenn der Gegner das nicht bestätigt. Ja, und du hast halt dann welche, die melden sich dann nicht oder so. Oder, also, ne, das ist alles so ein bisschen unschön gewesen, weil es halt einfach nicht diese Lösung im Spiel war, sondern halt über Drittplattformen oder halt eben außerhalb des Kernspiels. Aber wenn du halt ein System hast, was halt explizit ja nur im Spiel selber funktioniert, dann kannst du da auch die Regeln so anpassen, dass das halt ohne dieses ganze Drama drumherum funktioniert, ne? Irgendwelche Screenshot. Was machst du, wenn jetzt halt jemand einen Screenshot nicht gemacht hat? Der hat sich gefreut, beispielsweise, dass sie halt irgendjemanden besiegt haben und hat vergessen, einen Screenshot zu machen. Und der Gegner macht halt auch nichts und sagt halt, ja, nö, ich bestätige nicht die Niederlage von uns. Was machst du dann? Ne? Ja, solche Sachen. Naja, gut, egal. Jedenfalls, das war aber die alte Zeit. Ne? Das war die alte Zeit und es war irgendwie schon schön damals, ja. Aber wie gesagt, aber dieser technische Aspekt, sagen wir mal, der hätte ja schöner sein können. Aber gut, jetzt haben wir natürlich schon seit langer Zeit halt Clans direkt im Spiel. Wenn du jetzt sowas auch noch ins Spiel reinbringst, ne, wie gesagt, so eine extra Suche nur für Clans mit dem ganzen System dahinter, na, das wäre schon cool. Ne, das wäre schon cool.
So, wisst ihr, was auch cool wäre? Ich glaube, ihr wartet schon die ganze Zeit darauf, dass ich meinen Overdrive verwende. Ja, wartet doch ab. Ich suche nur nach einer guten Situation, wo ich halt einmal richtig schön alles verschwenden kann, was ich habe. Also zum Beispiel hier an dem, der 40% Schutz gegen mich hat und ich entsprechend nicht viel machen kann. Ja, dann sieht's halt so aus. Ja, die ganze Zeit gewartet auf nichts. Das tut mir leid. Aber gut, vielleicht machen wir hier einfach noch das Unentschieden fertig. Ne? Da haben wir nicht verloren. Wir haben auch nicht gewonnen, aber wir haben auch nicht verloren. Oh, das ist doch schön. Was ist mit dir? Ja, naja, habe ich mir doch gedacht. Eieieiei. Nicht mal 400 Schaden, das ist echt wenig. Ja, das dazu. Was soll ich sagen? Also, achso, die Spieler haben übrigens keinen Einfluss auf die Bewertung des Clans. Also, theoretisch schon, ne? Also, wenn du halt natürlich nur schlechte Spieler hast, dann hat dein Clan auch eine schlechte Bewertung, weil du halt alle Spiele verlierst. Das ist klar. Aber sagen wir jetzt mal so, wenn du einen Spieler in deinen Clan einlädst oder so, dann ändert sich nicht automatisch irgendwie die Bewertung, sondern die Bewertung wird über die Spiele, die der Clan macht, halt entsprechend gesteuert. Ja? So. Das wollte ich nur mal an dieser Stelle auch erwähnt haben. Okay, gut, das jedenfalls die Idee. Ja? Schauen wir mal, ob sie irgendwie in der einen oder anderen Form dann auch Einzug findet ins Spiel. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder auch besser. Rinjehauen, ist ja klar.